Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Spieler-SBC mit keinem geringeren als Sergio Ramos. Er hat ein Upgrade bekommen auf 5 Sterne Skills. Das sieht man nicht so häufig, besonders bei Innenverteidiger. Und wir schauen uns den Spieler inzwischen von PSG an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler circa 550 bis 570.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Der erste Blick auf die Karte, 92 bewertet, ist natürlich schon mal ein gutes Upgrade von seiner Team. Was ist das? Eine OTW-Karte hat er bereits gehabt und er hat dann dementsprechend, ich glaube, 10 Spiele gewonnen und dann gab es ein Upgrade auf 89. Seine normale Goldspielerkarte hat eine Bewertung von 88. Hier haben wir nochmal einen guten Anstieg aufs Tempo, wenn auch, es ist plus 13 gegenüber seiner Goldkarte. Es könnte aber, hätte auch 85 sein können. Damit wären sicherlich einige ein bisschen happier gewesen. Und ich denke, EA hätte diese SBC sie mehr zum Abschluss gebracht. Sonst, wenn wir uns die Stats anschauen, das sieht schon richtig nach Hooded Gang aus. Also man muss wirklich sagen, abgesehen jetzt natürlich vom Schuss, aber das darf man beim IV auch nicht erwarten, sieht das nach einer Karte aus, die man auch vermutlich sehr, sehr gut auf der 6er-Position spielen kann, ist dann natürlich ein richtiger Brecher und man muss diese Karte auf jeden Fall im Tempo nochmal ein bisschen pushen. Entweder Catalyst oder ein Shadow geht sicherlich auch, vielleicht sogar ein Engine, um nochmal die Beweglichkeit und die Balance zu pushen. Die Verteidigung, wenn man die Karte auf der 6er-Position spielt, ist aber schon richtig stark. Wenn ihr Shadow drauf gibt und die Karte als Innenverteidiger spielt, was ihr vermutlich auch erstmal machen solltet, dann ist es eine 96er Karte auf der IV-Position. Also, das ist schon richtig wild. Natürlich ist der Preis auch richtig wild. 550.000 Coins muss man auch erstmal haben. Sprungkraft 97 und ich weiß, wenn dieser Mann vorm Tor steht und man eine Ecke schießt, dann ist vermutlich jeder zweite Ball irgendwie von ihm drin. Denn er hat Powerkopfball und das ist schon richtig gut. Grätschen, das nimmt man auch noch gerne mit. Das ist eine KI gesteuertes und wenn ihr den Spieler nicht steuert, dann habe ich immer das Gefühl, dass er stärker auf den Mann drauf geht. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Unterschied. Arbeitsraten hoch, mittel. Ja, im letzten FIFA-Teil, als ich auch seine, ich glaube, das war End of an Era-Karte hatte, da hatte ich immer das Gefühl, er möchte nach vorne. Er will die Mannschaft nach vorne peitschen, egal was kommt, aber dann fehlt er teilweise mal hinten und es könnte sein, dass es mit dieser Karte dann auch passiert, dass er sehr oft nach vorne läuft, komische Wege läuft. Deswegen habe ich ihn dann irgendwann mal, das war aber auch eine andere Karte, ich glaube, die war sogar 98 bewertet, weil der Zyklus von FIFA einfach schon dort viel fortgeschrittener war. Habe ich den Mann dann irgendwann mal auf die 6er-Position gestellt. Der war mir einfach zu weit vorne. Ich weiß nicht, wie sich das hier verhält. Könnt ihr mal gerne dazu eure Meinung posten. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die SBCs. Guckt euch auch gerne mal Reviews an von ihm. Auf YouTube findet ihr da sicherlich zu Genüge Leute, die das dann ausgiebig mit ihm getestet haben. Länderspiel, da haben wir die erste SBC und schauen wir uns nochmal an, was es für Packs gibt. Oh, hier haben wir ein seltenes Spielerpack, das hat einen Wert von 50.000 Coins. Der Rest, dafür machen wir es nicht. Aber 50k Pack, das nehmen wir gerne mit, solltet ihr euch aber nicht schön rechnen. Und die erste SBC hat folgende Bedingungen. Wir brauchen einen spanischen Spieler, Team of the Week, mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung mindestens 84, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür 14 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen und dann ist er leider weg. Okay, let's go.
Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 54.000 Coins. Und somit kommen wir nun zur zweiten SBC, Taktik, Kopie. Und hier brauchen wir einen Spieler von PSG. Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 70 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 95.000 Coins. Die dritte SBC nennt sich Ligue 1 und hier brauchen wir natürlich einen Spieler der ersten französischen Liga. Team of the Week brauchen wir auch einen Spieler. Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 65 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier wollen wir einmal gemeinsam durchgehen. Let's go. Und damit haben wir auch die dritte SBC gemeinsam abgeschlossen und der Preis hierfür beläuft sich auf ca. 140.000 Coins. Jetzt kommen wir zum Abschluss und diese SBC, die wird nochmal richtig teuer. Die 88er SBC und hier brauchen wir, wie es der Name verraten hat, eine Teamgesamtbewertung von mindestens 88, Teamchemie 50 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier wollen wir ein letztes Mal gemeinsam durchgehen und dann haben wir es geschafft. Let's go. Und damit haben wir alle SBCs erfolgreich abgeschlossen. Und ja, die teuerste SBC ist nun mal die letzte SBC. Die kostet euch ca. 275.000 Coins. Das soll es gewesen sein. Ja, alle SBCs haben wir gemeistert. Und ihr habt dann jetzt vermutlich, und Glückwunsch dazu, Sergio Ramos, der sich vermutlich sogar richtig stark spielen lässt. Und wer weiß, wie viele Karten er noch bekommen wird, zumindest, oder wie viele Saisons er überhaupt noch spielen wird. Das muss man ja ganz ehrlich bei dem Alter von inzwischen wie alt? 86, dann müsste er jetzt 35 beziehungsweise dann in einigen Tagen 36 sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ja, ich sag mal, gut gealtertes Fußballalter. Und da haben schon einige natürlich ihre Karriere beendet, aber ich denke, in einigen FIFA-Teilen wird es dann auch sicherlich nochmal eine Ikone von ihm geben, wenn er sich dazu natürlich bereit erklärt und das Geld gerne in die Hand nimmt. Okay, das soll es gewesen sein. Gerne ein Like da lassen, falls ich euch helfen konnte oder einfach so. Kommentar könnt ihr auch gerne da lassen. Was haltet ihr von der Karte? Das mal an euch gefragt und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. Ihr supportet mich zum einen und zum anderen, ihr verpasst dann auch keine Videos mehr. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.